Herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video von uns. Heute ist es endlich mal soweit. Ich glaube, es ist jetzt schon 8 Monate her, dass wir unser letztes Cargo da hatten. Dann kam ja Corona dazwischen und Lorraine ist jetzt die allererste seit 8 Monaten, die mal wieder bei uns ein Auto vorstellt. Erstmal hi. Hi. Und vielen lieben Dank, dass du dich bereit erklärst, weil es gibt immer viele Mädchen, die trauen sich nicht oder ja, die haben Angst vor der Kamera. Also was ich schon mal als allererstes sagen muss, vielleicht schwenkt auch schon mal ganz kurz auf dein Auto drauf. Also die Folie, die sticht einem ja richtig krass ins Auge. Also wirklich, das ist ja direkt das, was einem bei deinem Auto als allererstes auffällt. Aber bevor wir jetzt mit deinem Auto anfangen, würde ich dich erstmal bitten für die Leute, dass du dich mal kurz vorstellst, was du so machst, wer du so bist. Ja, können wir machen. Also ich bin die Lorraine. Ich komme aus dem schönen Bamberg, wo wir hier auch drehen. Ich fahre den Mustang. Noch nicht so lange, also seit April. Habe ihn während Corona geholt. Ganz frisch. Ganz frisch, ja. War das jetzt so dein Traumauto, wenn ich gleich mal so fragen darf, dass du gesagt hast, der und kein anderer? Ja. Also wir haben zwar schon geschaut nach, also ich hatte erst einen S3 so wegen im Auge, weil ich mir dachte, ja, muss ich ehrlich sein, auch V8 wegen dem Unterhalt. Aber ich habe gesagt, bevor ich jetzt so viel Geld ausgebe, dann kann ich mir den Mustang auch kaufen. Scheiß drauf. Man lebt nur einmal. Das stimmt und vor allen Dingen, der schaut auch schon richtig böse und brutal von vorne aus. Also die Front gefällt mir richtig, richtig gut. Und ihr seid ja auch gerade vor mir gefahren. Falls ihr euch noch daran erinnern könnt, wir hatten ja vor ein paar Monaten, also ich glaube, es ist sogar schon fast ein Jahr her, hatten wir ja sogar schon mal einen Mustang bei uns. Das war, glaube ich, das Vorgängermodell. Ja. Und da kam hinten nichts raus. Und als ich dich jetzt gerade vor mir fahren hören habe, klingt schon nach V8. Ja, aber ich muss sagen, und da war ich auch wirklich, wirklich enttäuscht, dass der Mustang, das ist ja das erste Modell, was man auch auf dem deutschen Markt bestellen konnte. Das andere ist ja alles Import. Ich meine, die waren alle in Michigan in den USA gebaut, aber ja, ich war echt enttäuscht, wo ich den angemacht habe. Dachte mir, Könnte noch ein bisschen mehr sein, ja. Also es war, ja, ich habe mir gedacht, okay. Aber ist ja noch nicht abgeschlossen. noch vor, vielleicht dann noch eine andere Abgasanlage Definitiv. zu verbauen. Hast du dich da schon mal erkundigt, was da... Ja, man muss halt immer aufpassen, weil beim Mustang darf man nicht so viel, also vieles, was legal ist. Also es gibt nicht so viele und ich habe mich jetzt für die Greil entschieden. Okay. Also die haben sie in Hamburg gefertigt und jetzt sind sie irgendwo bei Köln in der Nähe. Also es kommt auch aus Deutschland und es soll eine 3 Zoll Abgasanlage werden. Ja, und die ist schon sehr brutal vom Sound. Und ist illegal. Also sie ist sehr laut, aber sie hat komplette Zulassung, alles. Und das war mir halt wichtig, weil ich nicht nach 10 Kilometern hier in Bamberg sowieso dann stillgelegt werden will. Hier in Bamberg, die Polizei ist sowieso immer etwas... Welche Originalfarbe war Der hat das Magnetic Grau. Also das ist so ein dunkles, ja, Metallic Grau. Und eigentlich war das Magnetic Grau immer das, was ich haben wollte. Also für mich kam kein roter in Frage, kein orangener, gar nichts. Ja, und dann hat man eben von meinem Mann den M2 in dem Orange folieren lassen. Und weil die Folie so gut ankommen ist und halt auch jeder schaut und er auffällig ist, habe ich mir gedacht, okay, ich will jetzt auch eine Folie. Eigentlich total. Aber die Farbe ist schon richtig krass. Ja. Also die sticht richtig, gerade jetzt im Sonnenlicht schimmert es ja so blau, lila. Genau, Bordeaux ist noch mit dabei und auch teilweise Gold, je nachdem wie die Sonne reinscheint. Aber schaut schon geil aus. Weißt du zufällig, wie der Farbton heißt oder die Folie heißt? Also die Farbe Ja, von der das Folie? ist von Avery Dennison, das Cyan to Purple, also dieses Flip-Flop in Seidenmatt. Genau. Schaut schon geil aus, weil auch gerade so die Konturen vom Mustang jetzt schön Schaut rausschaut. halt viel, viel bulliger nochmal aus. Also man sieht durch die Folie Konturen, die wir vorher in dem Grau gar nicht so gesehen haben. Und das ist uns beim M2 auch aufgefallen. Also er hat ganz anders gewirkt. Der ist jetzt welches Baujahr? 2017. Der macht schon was her. Vor allen Dingen gerade, was ich auch immer das Geilste finde, standst ja auf dem Parkplatz und wir sind an dir vorbeigefahren. Ist ja wahrscheinlich dann immer so Klischee, das fährt nicht das Mädchen oder das Ja. Auto gehört nicht. Ja, wenn du dann am Auto vorbeifährst und siehst das Mädchen drin sitzen, dann denkst du dir so, Das war geil. auch so, warum ich ihn folieren lassen habe. Also ich hatte eigentlich einen ganz anderen Plan. Ich wollte das Grau mit einem roségoldenen Streifen haben. Und von Z-Performance gab es roségoldene Felgen. Die waren dann aber weg. Also die gab es nicht mehr.
Und weil halt trotzdem der Mustang so ein bisschen, ja, das Männerauto ist. Und es gibt schon Frauen, die ihn fahren, aber halt leider nicht so viele. Und es mich angekotzt hat, dass auch jeder gedacht hat, das ist das Auto von meinem Freund. Habe ich mir gedacht, jetzt muss was Auffälliges her. Und ich wollte ihn einfach ein wenig weiblicher wirken lassen, obwohl jetzt, sagen wir mal, die Farbe auch Unisex ist. Also es können Männer haben. Also ich kenne ein paar, die die Folie auch haben, die den genauso fahren. Aber ich wollte halt einfach was Einzigartiges. Aber hast du da auch jetzt, sag ich mal, so mit Vorurteilen zu kämpfen, dass du dann dich erstmal behaupten musst, so, ja, das ist mein Auto, oder? Also das Schlimmste war es mal so, also was heißt schlimm, war es nicht, aber ich habe mal Auto gewaschen und dann kam so ein älterer Herr, so angeschlichen. Cooles Auto. Das vom Wie viel Papa? PS hat er denn? Sag ich, na, 421. Und das ist auch deine. Wollte ich sagen, nee, von meinem Sugar Daddy. Natürlich ist es mein. Aber ich sag mal so, die Kommentare finde ich gar nicht so schlimm. Es gibt was viel, viel Schlimmeres. Und das ist das, wenn ich gefragt werde, ob es der EcoBoost oder der V6 ist. Es ist wie ein Stich in mein Herz. Ja, das glaube ich. Das kann ich Ich verstehen. weiß nicht, ob Da fühle ich Frauen mit dir. nicht zugetraut wird, einen V8 zu fahren. Ich weiß es nicht. Also ich kenne schon ein paar Mädels, auch bei uns im Freundes- und Bekanntenkreis, die auch einen Mustang fahren. Und wir halten halt einfach zusammen, genau. Würdest du uns jetzt kurz zeigen, was du am Auto alles verändert hast? Was ich fragen wollte, jetzt die Lippe und die Schwelleransätze, sind die original schon Die am sind Auto original dran? schon so. Was ich nur ein bisschen traurig finde, ist, dass sie aus Kunststoff sind. Ja. Also da hätte man sich ein bisschen was einfallen lassen können, aber man kann die auch verändern. Ich weiß, dass es die in auch komplett Carbon gibt. Habe ich auch schon überlegt. Ich muss auch ehrlicherweise sagen, so viel haben wir an dem Auto noch nicht gemacht. Ja, wir haben ein bisschen was machen lassen. Das ist die Folie halt komplett und die Scheibentönung. Das Emblem haben wir selber ausgetauscht. Ist mal vorher Silber bestimmt? Ja, dann? genau. Ja. Und ich wollte einfach, dass es ein bisschen bulliger wirkt. Deswegen haben wir es auch innen dann beim Polierer schwarz. Also die Innengänge sind schwarz-matt, damit er einfach noch tiefer wirkt, der Grill. Ja, Was meinst du denn hier? das hier ist schwarz Ach so. poliert. Genau. Ah, okay. Das wäre eigentlich auch in Wagenfarbe, aber dadurch, dass es dann einfach nochmal tiefer wirkt, haben wir das auch in schwarz machen Ja, dann lassen. wirkt es irgendwie wirklich dann nochmal, kriegt ein bisschen mehr Tiefe. Genau. Schaut ein bisschen böser aus. Ja, Aber ist schon cool, also ich finde es cool, dass du gerade so Lippe und Schwelleransätze schon mit dran hast, weil es lässt das Auto dann schon doch noch ein bisschen bulliger vorne wirken. auf jeden Fall, ja. Wie gesagt, nur die Verarbeitung ist da echt wenig schade, dass der Ford einfach ein bisschen gespart hat. Ja, was er noch hat, ist Stage 1. Ach, hast schon Software-Tuning schon. drauf machen lassen? Ja. Was macht er denn? Also original hat er dann 421? Genau, Und jetzt? hat er, weil wir haben noch Luftfilter ein bisschen optimiert, 455 müsste er. Also er hat von Serie ja 530 Newtonmeter und jetzt müsste er so 540 haben. Also beim Sauger ist halt leider nicht so viel möglich. Weil ist ja bei den Turbos geht es einfacher, hast Ja. du mehr Möglichkeiten, aber Das ist auch immer, wenn man... dafür ist der Klang, finde ich, bei den Saugern. Ja. Klingt geiler und das Ansprechverhalten ist geil. Also das haben wir eben auch anpassen lassen, damit er einfach vom Gaspedal viel, viel schneller reagiert. Und so ziehend oder auf jeden Fall sehr gut. Das Problem ist halt, also wir haben es natürlich das Battle schon mal ausprobiert, M2 gegen Mustang. Der M2 ist halt um einiges leichter, also der hat jetzt 1,75 Tonnen in etwa und der M2 müsste nur, glaube ich, 1,45, also auf jeden Fall so 200, 250 Kilo Unterschied. Und es hat man am Anfang gemerkt, dass der halt ein bisschen träge ist, er braucht halt Aber ein oben bisschen raus länger. kommst du dann hinterher, oder? Ja. Und ich denke jetzt, also jetzt durch die Optimierung liegen sie ungefähr gleich auf. Also mein Mann zieht mich zweimal auf und dann sage ich, gut, wenn du dein Tuning machst, wenn du mich weiter ärgerst, hole ich mir das Kompressor-Kit mit 750 Oh, PS. dann und rüstest du aber richtig ja, ab. die Stage 2 lohnt sich nicht so, weil die kostet fast 3.000 €, Ui. weil er dann eine andere Ansaugbrücke reinkriegt, die vom GT 350. Das sind nur 25 PS mehr. Nur? Ja. Okay, das würde sich Das, dann ja auch das gar lohnt nicht sich lohnen. nicht. Dann komplett Kompressor drauf. Ja. Was ich auch gerade schon gesehen habe, die haben dann original schon die Brembo-Bremssättel drauf. Genau, also es gibt ja den US-Mustang und das ist ja jetzt die europäische Version. Die haben gleich schon die größeren Bremsanlage drauf. Genau, weil der US-Mustang, der hat die normalen, weil die ja dort nicht so schnell fahren dürfen. Den kann man dann übers, ich glaube, Performance-Package dann dazu buchen oder dazu kaufen. Aber der EU-Mustang hat eben, weil man ja hier viel schneller fahren kann, auch gleich die Brembo-Bremsen mit drauf. Schick, Genau. sieht auf jeden Fall, also die kleinen Bremsen von unserem anderen Mustang, den wir Ja. abgefilmt hatten, da hat sie auch schon gesagt, ja, ich muss sie dann umrüsten. Ja. Aber gleich mit dem Brembo-Bremssättel sieht schon optisch mega stimmig aus. Gibt es jetzt, sag ich mal, noch irgendwas an dem Auto, wo du sagst, das würde ich jetzt auch noch gerne verändern wollen? Oh Gott, es ist einfach so Die viel. Liste ist sehr lang. Die Liste ist sehr lang. Also wenn wir von vorne mal anfangen,
Bei dem U-Mustang ist es ja leider so, dass die Drivers keine Funktion haben. Die sind beim US-Modell als Tagfahrlicht. Das Tagfahrlicht ist jetzt bei uns hier unten. Finde ich wenig schade, dass das gelb ist und das weiß. Also es schaut ein bisschen komisch aus, wenn beides an ist. Also die würde ich gern umbauen lassen, dass sie A funktionieren und B kann man die mit LED ausstatten. Also man könnte genau mit lila vielleicht auftreffen. Dann natürlich Demon Eyes, die sind auch mit dem Farbwechsel, die kommen dann in den Hauptscheinwerfer. Das ist dann aber, sag ich mal, das läuft dann wieder nur, wenn du auf Treppen gehst oder wenn du stehst, Ja. weil sonst ist es wieder dann im wär's- Straßenverkehr. Genau, nee, das wäre Schwierig. wirklich nur für Treffen eben. Fahrwerk kommt noch rein, Gewindefahrwerk von ST, damit er einfach noch ein bisschen tiefer ist. Wir lassen aber die Keilform. Vorne werden wir ungefähr so 2,5 bis 3 cm runtergehen und dann müssen wir natürlich auch mal schauen wegen den Felgen. Ja. Mir persönlich gefallen die Felgen sehr gut. Viele haben schon gesagt, die silbernen Felgen zu dem Auto. Ich Und finde ich so, das stimmig. Ich Was finde- sind das jetzt, 19 Zoll? Oder? ja, das sind 19 Zoll. Und dann haben wir überlegt, vielleicht 20 Zoll, aber das muss man einfach sehen, wenn er dann wirklich tief ist, Ja. ob es noch gut ausschaut. Ne? Nicht, dass man dann nur noch Reifen sieht, das wäre, fände ich jetzt auch, muss man gucken. Dann hat sie Genau. ja noch gesagt, Abgasanlage wolltest du noch eine Ja. andere? Genau, dann kommt auch dementsprechend eine neue Diffuse hinten drauf, weil der hat ja jetzt nur standardmäßig 2 Rohre. Das wird ja die 4 Rohr, also der kommt auch noch runter. Ja, und die Felgen müssen wir mal schauen. Also ich hätte schon gern wieder welche mit vielen Speichen oder halt mit großen Speichen. Und eventuell in ein bisschen so ein dunkelgrau, Anthrazit, sowas. Das stelle ich mir auch ganz gut. Aber ich muss jetzt sagen, mit den originalen Felgen, ich finde das jetzt nicht schlimm. Also ich finde es stimmig, so das Konzept, was ihr jetzt Also an dem mir Auto... gefällt's auch. Ich finde es schön. Vielleicht lasse ich es auch so. Es kommt jetzt ganz drauf an. Auf Wir deinen haben- Fotos haben sie ein bisschen weiß gewirkt. Genau. Ja. Aber ich finde eben das Schöne, weil sie sich raus, also die stechen richtig raus und die Folie kommt damit, finde ich, auch nochmal gut zur Geltung. Weil wenn du wirklich nur schwarze Felgen hast, die versumpfen dann ein bisschen, also das ist so meine Wirkt Meinung. dann auch kleiner irgendwie, Genau. die Felge an sich. Ja, und im Innenraum Dürfen wir uns den mal Alcantara angucken? natürlich. Er hat schon sehr viel Ausstattung mit drin. Ist ja auch immer so ein bisschen der, wie sagt man, Vorurteil, die Amis sind so billig verbaut innen. also Nein, gar nicht. Also wir waren sehr positiv überrascht. Es ist viel Leder verbaut. Gut, er hat jetzt auch Auch schön Premium-Paket. verarbeitet. Ja, genau. Und was da natürlich ich noch gern hätte, wäre ein Alcantara-Lederlenkrad. Vielleicht unten abgeflacht. Mit 12 Uhr Stellung, oder? Ja. Wenn schon, denn schon. Ja, wenn, dann müssen wir es richtig machen, das stimmt schon. Aber tipptopp, das hätte ich jetzt nicht gedacht, weil man sonst wirklich immer hört, die Amis sind von innen mehr so, ja, so viel Plastik, aber gar nicht hier. Also sieht wirklich optisch sehr hochwertig aus. Also ein sehr schönes Auto und auch sehr gepflegt. Ja, man muss sagen, wir putzen den ungefähr 3-mal die Woche, beziehungsweise ich. Also ich bin da schon dahinter, dass der auch Immer gut dasteht. immer gut dasteht. Ja. Wir hätten noch ein paar Fragen an dich. Ich habe Ja. ja an meine Community, habe ich ja so ein Fragekästchen reingestellt, dass sie zu dir Fragen stellen Genau. dürfen. Habe ich sehr viele Fragen gekriegt Ja. und die machen wir jetzt mal. Erste Frage. Wie kamst du zum Mustang? Also der Mustang war schon immer mein Traumauto. Man lebt nur einmal, habe ich vorhin schon gesagt, und dann habe ich mir den Traum einfach erfüllt. Kann man die Frau heiraten? Frau und V8 ist ein Muss. Ja, leider nein. Ich habe schon meinen Tuning-Buddy fürs Leben gefunden. Also da geht leider nichts mehr. Aber kam sehr viele, tolle Frau, tolles Auto, passt Dankeschön. alles sehr gut zusammen. Ist bei dir auch so einmal Ami, immer Ami? Nee, also ich habe ja mit ganz anderen Autos angefangen. Aber wie gesagt, der war schon immer mein Traum. Mein erstes Auto war ein Polo 6N, den ich auch selber viel getuned habe. Aber das war eher so Low-Budget-Tuning. Also die typischen Klarglas, Rückleuchten, Angel Eyes vorne, Grill ohne Emblem. Den hatte ich ungefähr 3-mal, weil er mir immer wieder abgebrochen ist. Ja, und Felgen und so. Aber die war ich jetzt nicht fest, aber ich habe den gesehen und habe mir gedacht, Schraubst du dann auch selber mit an deinem Autos? Ja. also so, wir haben leider nicht so die Möglichkeiten, weil wir keine Bühne, gar nichts haben. Also so jetzt Bremsen austauschen und sowas, das würden wir schon selber machen oder machen wir jetzt auch demnächst selber. Aber so ganz große Sachen wie Abgasanlage und so, das, ja, da kenne ich mich halt auch einfach leider nicht aus. Das habe ich nicht gelernt, muss ich ehrlicherweise sagen, aber es ist trotzdem einfach die Leidenschaft zum Auto. Ja. Aber so das, was du kannst, das versuchst du Ja, dann schon auf so viel alle wie Fälle. möglich am Ich habe Auto ja auch selber zu machen. wirklich viel Unterstützung von meinem Mann, weil der ist gelernter Kfz-Mechaniker und der kann schon viel mir beibringen und zeigen. Aber manche Sachen kann man halt einfach nicht
Steckst du dann auch mehr Geld ins Auto als in andere Sachen? Also ich muss ganz ehrlich sagen, wir wollten ja, also wir sind verlobt, wir wollten nächstes Jahr heiraten. Ne? Wir haben gesagt, wir heiraten erst übernächstes Jahr, weil wir die Kann erst fertigstellen wollten. Das ist geil. Entweder oder, so Ja. die Umbau. Das ist Ja, geil. Das wir wollten die erst fertig machen und dann. Da soll bei der Hochzeit schön dastehen. Ja, wir fahren auch getrennt. Also wir streiten uns um das Auto, welches wir nehmen. Dann habe ich gesagt, die Mädels und die Braut fährt im Mustang und die Jungs im M2. Hast du da nochmal so einen Daumen auf der Autobahn? Ja. Hatte ich aber mit dem M2 auch schon, wo er beim Kundendienst bei euch war. Bin ich mit dem heimgefahren und ein M3 hat mich gejagt. Und ich bin voll Gas vor und dann hat er erstmal so geguckt. Hat gesehen, da sitzt eine Frau drin und dann ging es gleich der Daumen hoch. Aber das hatte ich mit dem Mustang auch schon. Also das ist dann schon geil, oder? Ja. Das ist dann schon geil, wenn man von den Jungs dann auch mal das die Bestätigung bekommt. Ja. Letzte Frage. Gibt es noch ein anderes Auto, was du dir gerne zulegen würdest oder bist du mit dem Mustang schon komplett zufrieden? Also es gäbe nur noch ein Auto, was ich mir kaufen würde, wenn ich den passenden Geldbeutel dazu hätte. Und das wäre der Shelby GT 500, der ganz neue. Also den finde ich ja richtig Porno, muss ich sagen. Also Der ist schon geil. der ist schon sehr geil, ja. Ja, dann vielen, vielen lieben Dank, dass du dich bereit erklärt hast und uns dein Auto vorgestellt Gerne. hast. Also, falls ihr noch Fragen habt oder wir verlinken auch gerne dein Instagram-Profil genau. für euch Jungs und wir schreiben es auch noch unten in die Infobox. Mädels, falls ihr noch Lust habt, falls ihr noch andere Cargills kennt, die gerne bei uns mitmachen würden, unten in der Infobox steht die Mail. Schreibt mir gerne, wir sind immer offen für neue Cargills und freuen uns über eure Bewerbung. Und dann lasst uns wieder einen Daumen nach oben da und dann sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut!